So. Ah, ich hätte einfach nur hier runtergehen müssen. Okay. Notunterkunft. Unbekannt. Hier leben auch noch Leute. Okay. Hallo, Sir. Good Was evening. machen Sie hier? I'm Dr. Reid. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Nightingale? Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ich überlege mir das. Gesund, okay. Ihr Leben in London. Sie sind kein echter Geschäftsmann, oder? Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Ein ehrlicher Mann hier. Ah, sie ist mit denen verwandt? Okay. Über die What Nachbarschaft. can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Wer ist diese alte Frau? Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Oh, ich glaube, dass sie eher Demenz wahrscheinlich hat. Sie ist, glaube ich, nicht verrückt, sondern sie hat Demenz oder sowas. Wie es den Anschein hat. Jetzt fehlen noch 3 Personen. Was ist mit ihrem Sohn passiert? Oder geschehen? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Oh, nein. Auch bitte nicht. Persönliche Fragen. Warum holen Sie sich keine Why Hilfe? not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Oh, das finde ich gut. Okay, ich suche nach Sean Hampton. I'm looking for Sean Hampton. Sean Can you help Hampton. me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Das fragen wir noch nicht. Goodbye. Are you certain you're not lost, sir? Da will ich mich erst später darum kümmern. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Okay. Maybe I'll come back later then. Ich kann sie da gar nicht sehen. If not, I'll find you something. Was haben wir hier oben Schönes? Einfach Geld klauen. Habe ich gerade Please Sir gehört? Is there anyone here?
Okay. Ich glaube, dass sie einfach Demenz hat. Ah, das war wohl meine Bar, oder was? Bar für Obdachlose oder sowas ähnliches? Aber hier kann man gutes Geld machen. Sehr gutes Geld. Und ziemlich eklige Sachen hier geschehen ist. Sind sehr eklige Sachen geschehen. Uah. Oh. Okay, wir bleiben noch hier drinnen, wir gehen anders auf jeden Fall herum. Fancy? If not, I'll find you something. Weil hier sind noch ein paar Leute, mit denen ich auch noch sprechen möchte. So ein, zwei Leute. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Nein, ich durchsuche das Ganze hier alles. Oh. Jemand, der Krempel verkauft. Ups. Da müssen wir hin. Also gehe ich eher davon aus. Ja, aber war hier noch nicht noch eine Frau? Ah, wir sind einfach nur hier. Wir sind... Okay. Hat sich gar nicht mehr so gelohnt. Aber ich habe doch hier irgendwo dann noch eine Frau gesehen. I'm sorry to say, but you haven't yet paid me for the clock I brought you last time. The clock? Oh, yes. I found a broken clock in the living room and I couldn't remember where it came from. You broke it? Ah, that is unfortunate. It was such a beautiful piece of work. Really? Oh, I'm so clumsy these days. I'm so sorry. How much was it? This'll be enough. I can't make you pay the whole price if it's broken. That's so kind of you. I'm going to make some tea now. Oha, It will be enough until the next time you forget it, you old bat. Oha, er nutzt das völlig aus. Boah. Boah, ist das ein Dreckskerl, der sowas ausnutzt. Ich weiß, das ist schwere Zeiten, aber sowas sollte man nicht ausnutzen. Egal wie arm ein Mensch ist. Man sollte sowas nicht ausnutzen. Ah, hier. Das ist auch... Oh, das ist auch ein Krankenhaus oder sowas wie eine Art. Wie ein Krankenhaus. It's locked, all right. It's locked.
Warte. Okay. Ich wühle einfach hier rum. Das ist auch so eine Art Unterkunft. Reden wir gar nicht mit ihm, wa? Ja. Unbekannt. Unbekannt, okay. Hey, my lady. Wie geht's dir? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Oha, kann ich nicht so feindlich sein. Sie ist gesund. Was machen Sie beruflich? May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Natürlich. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Die ist ja richtig fein. Oh, Alter. Why such hate? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Wir haben einen Krieg. Wir waren im Krieg. Hallo? Über die Teil der Stadt. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Sagen Sie deutlich, was Sie von mir halten. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Sehen Sie mich als You Feind? don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Ich bekämpfe Armut. Sie haben keinen Schimmer, wer ich bin. Sie haben recht. Wir bekämpfen Armut? You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reid. Ist das jetzt ironisch gemeint, oder? Ich weiß nicht. Sind Sie in der Gewerkschaft? You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Arbeitslos wegen Ihrer Überzeugung? You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Kann ich mir sogar vorstellen. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Oh. Ich suche nach Sean Hampton. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Okay, sie hat definitiv eine Meinung zu uns. Und die Meinung ist nicht gerade gut. Und das ist bestimmt die Schwester.
Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Oh, die Schwester. Ist es nicht gefährlich, nachts zu arbeiten? Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Sind sie obdachlos? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Der Trostlose Heilige? Ach, sie ist auch gesund. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Okay. Über diesen Teil der Stadt. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reid. Finden Sie, ich sollte gehen? You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Welche Gefahren gibt es hier? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Okay, persönliche Fragen. Brauchen wir mehr Hinweise? Jetzt fragen wir nach Sean Hampton. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Solange bleiben Sie Goodbye, Miss vorsichtig. Okay, ach, da hinten ist ein Hamilton. Aber hinter der Wand, oder? Nee, genau hier. Okay, warte mal. Wir gehen auf die richtige Seite. Uns fehlt noch ein Typ. Das ist der hier. Sonst haben wir alle. Das ist... Warte mal. Buff Dixie. Okay, da. Das ist... Ach, Hampton ist ein Unterstützer. Ich dachte immer, der Barkeeper ist ein Unterstützer. Oh, warte. Ah, da gehen wir hier rein. Ups, falsche Tür, glaube ich, bin ich reingegangen. Ah, hier waren wir auch schon mal drin. Okay. Ja. Oh! Anti-Vampir-Plakat. Die Gefahr ist unmittelbarer, als Sie denken. Sie sind bereits hier. Lassen Sie sich nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie einen Vampir gesehen? Holen Sie sich Hilfe. Ichabo Shogromoton, sachkundiger Vampirjäger. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind einfach hinterm Krankenhaus. Ja, dachte ich mir schon.
Oder sowas ähnliches wie ein Krankenhaus. Okay, diesmal machen wir nicht den Fehler. Handgeschriebenes Gebet. Lieber Gott, dies ist mein Gebet für meine geliebte Mutter, Gertrude Paxton, die nun im Himmel auf ihre Töchter wartet. Bis zu jedem Tag danke ich dir dafür, dass du mich aufwachst und jeden neuen Tag in ländlicher Armut und Bescheidenheit durchleben lässt. Bitte beschütze den guten Mr. Hampton, der uns in seiner Notunterkunft schlafen lässt. Ich bitte dich unterängstlich, mir den Unmut zu vergeben, den ich seit Mutters Tod für meine Schwester Giselle empfinde. Bitte segne ihre Seele, lieber Gott. Ich danke dir, dass du mich erhörst. Amen. Okay. Lass mich hier alles durchwühlen. Jo. Alte Zeitung. Die Bomben explodierten kurz nach Tagesanbruch vor der Munitionsfabrik. Dawson, dem größten Arbeitsgeber des Bezirks. Die Detonation zerstörte alle Fenster der Fabriken in North South Rock. Es grenzt an ein Wunder, dass bei dem Anschlag nur 2 Menschen gestorben sind, bestätigt Chef Superintendent Alexander Bridgeton. It's locked, all right. Verschlossen. Aber Respekt, dass er auch, It's locked, all right. dass er auch wirklich Leute hier reinlässt und halt alles macht. Also Medizin und so einen Kram geben. Das hätte ich bei ihm nicht gedacht. There's still much work to do. Es geht sogar runter. Wir gehen erstmal nach oben, dann gehen wir runter und dann gehen wir da rein. Jetzt finden wir ja oben noch Hinweise, was gut für uns ist. Okay, Sachen finden wir auf jeden Fall. Können wir da hoch? Nee, ne? Nein. Schade. Da hoch kommen wir auch nicht. Und da können wir auch nichts. Eigentlich könnte man hier oben auch noch Betten hinmachen. Und okay, dann nach unten. Ah, ein Brief. Angesenkter Brief. Miss Paxton. Ich habe vor kurzem gehört, dass monatelang in Hampton Notunterkunft Geld oder Unterstützung irgendwelcher Art ohne Zusage ihrerseits bin ich unter Umständen meine Boys kriegen immer, was sie nie ein Nein als Antwort gelten lassen Wenn ich sie mich weiterhin ignorieren und schnappen sich Wetboot Boys sie und ihre Schwester. Oha! Das ist aber frech. Hier ist sonst nichts. Okay, da kommen wir nicht weit. Da können wir auch nichts. Auch nichts. Ich finde das voll cool, dass er auch kranke Leute hineinlässt. Und nicht nur, weiß ich nicht. This Seymour worries me. Perhaps Sean knows something about him. Okay. Das ist Hampton. Okay. Das einzige fehlt mir hier. Unbekannt. Das ist immer noch unbekannt.
Da muss ich gucken, wo der ist. Reden wir gleich mit ihm. Erst verstehen wir hier alles, bevor wir mit ihm reden. Vielleicht hilft ja uns auch eine Information. Oh, gefalteter Zettel. Oh Gott, vergib mir, was ich nun beichte. Manchmal wünsche ich hätte Dawson Delancey niemals vor dem Ertrinken gerettet, als er in den Kanal fiel. Da ich hab's ausgesprochen, bitte vergib mir, Herr, denn ich habe gesündigt. Dawson ist vielleicht der furchterregendste Fall, mit dem ich seit Eröffnung meiner Notunterkunft in East End je zu tun hatte. Schon seit Jahren versuchte ich zu verstehen, was mich an diesem Mann irritiert, und ich glaube, ich habe vor kurzem den Grund herausgefunden. Dawson hat aufgegeben, und zwar vollkommen. Ich habe in meinem Leben so viele schwere Alkoholiker kennengelernt, Männer und Frauen, reiche und arme, junge und alte. Ich bin Zeuge ihres Kampfes mit ihren Dämonen geworden, mit ihrer Vergangenheit, ihrer Schuld, ihren Fehlern. Manchmal könne sie diesen innere Böse benennen. Manchmal ist es ihnen nie gelungen, zur wahren Ursache ihrer Verzweiflung vorzudringen. Aber in den meisten Fällen ist die Trinkerei für diese Männer und Frauen eine Weise, den Kampf fortzuführen. Natürlich ist es eine sinnlose und zerstörerische Form des Kampfes, aber wenigstens bedeutet diese Selbstzerstörung, dass es etwas gibt, das sie leiden lässt und sie noch immer gegen diesen Schmerz ankämpfen, die sie so tief in sich spüren. Selbst ein schwerer Alkoholiker wie William Bishop kämpfte noch immer mit seiner Sucht und bitte um Erlösung, um das Licht Christi. Solange sie dieses Licht sehen wollen, gibt es noch Hoffnung. Für Dyson Delancey gibt es keine Hoffnung mehr. Er trinkt nicht, um seinen Schmerz zu ersticken. Nein, ich bin mittlerweile überzeugt, dass er bewusst trinkt, aus sadistischer Freude daran, alle Hoffnung zu ersticken. Ich weiß wirklich nicht, was die schlimmere Sünde ist, bewusst alle Hoffnung aus dem eigenen Herzen zu verbannen oder sich selbstgefällig in selbstzerstörten Suhlen. Kann ich dir auch nicht sagen. Hallo Hamilton. Why the long face, Doctor? Ist es alles, was Ihnen Sorgen macht? Wie können Sie es wagen? Wir haben uns beide verändert. Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Okay, fürchten Sie sich nicht von sich selbst? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Stoßen heilige Symbole Sie nicht ab? Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Müssen Sie jetzt Blut But you trinken? must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Falsch. Er braucht Blut. Kein Fleisch, sondern Blut. Warum hierher Why zurückkehren? return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Sie sind ein hilfsbereiter Skal? Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor?
Meals laid out before you. Yet you restrain. Erinnern sich an William Bishop? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Okay, sie haben Harris Jones getötet. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Sie sagen, sie seien unschuldig. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Standen sie ihr nicht nah? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Ich bin nicht People überzeugt. have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Ich bin beeindruckt, ich bin neugierig, ich habe Zweifel. Ich bin neugierig. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Aha. Aber dahinter ist noch voll viel Blut. Weißt du was? Oh, das ist ein Schrank sogar. Hätten wir woanders hingehen können? Der Schrank... Achso, das geht da unten. Eine riesige Blutleiche. Okay, dann hier rein. It's locked. Hä? It's locked, all right. Okay, also ich muss da hinten hin. Okay. Ups. Okay, der einzige, den ich noch nicht gefunden habe, ist... Und der steht hier also. Es gibt einen, den ich noch nicht gefunden habe. Wo ist der eigentlich? Stabil. Alles so wunderschön stabil. Und ich gehe komplett falsch. Boah, ich gehe komplett falsch. Oh! This is no place for you, sir. Don't come closer! Ja, ich gehe schon. Oh! Wenn man hier hoch geht. Oh, was habe ich hier Schönes? Okay. Okay. Wir gehen wieder davon weg. Ja. So. So. Ich bin gleich sofort wieder da. Ich muss ganz dringend auf Klo, also bis gleich.